Was ist Oracle NetSuite und was leistet die cloudbasierte Unternehmenslösung? Ich bin Inga von S&S Software Partner und heute stellen Tom und Dirk uns Oracle NetSuite genauer vor. Ja, hallo Tom, ich freue mich, dass du mal wieder in Stemwede bei uns bist. Moin Dirk, ich mich auch, danke. Viel unterwegs im Moment. Ja. Wir wollen uns heute Oracle NetSuite angucken. Ich möchte verstehen, oder du willst mir und euch erzählen, Genau. wie ist überhaupt das Konzept von Oracle NetSuite, wie sieht die Oberfläche aus, und dann schauen wir uns auch die Bedienung an. Und wir schauen uns die Bedienung an, damit man das wirklich richtig versteht, aus verschiedenen Perspektiven. Das heißt, wir werden auch zwischendurch mal die Rollen wechseln, weil ihr werdet dann sehen, dann verhält sich am NetSuite plötzlich ganz anders. Und mein Vorschlag wäre, ich bin jetzt nicht Dirk Forke, sondern ich bin jetzt vielleicht mal der Hans Meyer, der Finanzchef unseres Musterunternehmens, und vielleicht zeigst du mir jetzt dort mal an der Stelle, was mich erwartet, wenn ich da morgens mein Dashboard öffne und sozusagen das Tagwerk beginne. Genau, sehr gerne. Also der Hans Meyer, du in Persona, startet Oracle NetSuite und um das Ganze sehr einfach zu starten, habe ich als Benutzer sofort meiner Rolle entsprechend ein Dashboard. Das ist aber jetzt gar kein Programm. Du bist doch im Internet Explorer bzw. hier in deinem Browser, ne? Genau. Ich kann mit jedem Browser dieser Welt mit Oracle NetSuite arbeiten, infolgedessen auch von überall. Ja. Ich habe natürlich auch auf Mobile Devices, also auf mobilen Endgeräten, die Möglichkeit damit zu arbeiten. Es gibt eine App, wie man das eigentlich heute als Standard ansehen darf. Ja. Die Apps gibt es für iOS, für Android, für das Handy, für das Tablet. Genau. Und es gibt die Web-App, man kann die natürlich im Vollbildmodus auch dann komplett fahren, wenn man das möchte. Und wenn wir jetzt mal hier erstmal starten, oben rechts steht mein Name. Genau, hier ist der angemeldete Benutzer, also der Hans Meyer jetzt. Und dann sehe ich sofort, was mein Tagwerk, wie du es eben genannt hast, was mein Tagwerk ist heute. Ich sehe sofort, ob eventuelle Dinge anfallen, um die ich mich kümmern muss, oder wie im Moment mein Unternehmen dasteht. Ja. Erinnerungen sehe ich da, ich bekomme da irgendwelche Informationen, ich bekomme Aufgaben, wenn ich irgendwelche Freigaben mache. All diese Dinge sehe ich sofort auf einen Blick. Und über dem Menü ist jetzt nochmal ein Suchfeld. Kann ich damit Funktionen suchen oder eine Hilfe suchen, oder was finde ich damit? Das ist eine Komplettsuche, also das heißt, ich kann nach Volltext suchen, nach Bestandteilen, ich kann nach Dateien suchen, nach Dateianhängen und Ähnlichem. Das heißt, kannst du auch einen Kundennamen eingeben oder einen Auftrag oder einen Ort? Genau. Ja. Ich habe als Benutzer, du hast als Benutzer es sehr, sehr einfach, an deine Daten heranzukommen, ohne dass man sich umständlich durch Menüs oder Ähnliches klicken muss, sondern man benutzt einfach dieses Suchfeld. Okay, also eine allumfassende Suche, die recht intuitiv zu benutzen ist. Wir haben sie ja eben bei der Vorbereitung auch gebraucht. Und unter dem Suchfeld finde ich jetzt ein Menü. Ist das das Menü, was jeder Benutzer sieht, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also jeder Benutzer, der dieses Recht hat wie Hans Meyer, der sieht dieses Menü. Okay. Das wäre die korrekte Antwort. Aber natürlich, das Menü passt sich deiner persönlichen Benutzerrolle an. Das sehen wir jetzt auch gleich noch, wenn wir den Benutzer einfach mal wechseln. Lass uns doch mal vielleicht einmal, hatten wir vorbereitet, in den normalen Mitarbeiter gehen. Ja? Genau. Das ist dann sozusagen das ganze Extrem. Und zwar, der Tom nimmt jetzt nicht einen ERP-User, er nimmt einen ganz normalen Mitarbeiter, der überhaupt gar keine Rolle im ERP-System hat. Und trotzdem kann er das System mitbenutzen in seiner Rolle als Mitarbeiter. Und da kann er jetzt was machen. Genau, ich bin jetzt die Juliane Pfeiffer, habe da mal gerade den Rollentausch vorgenommen, und was sehe ich hier? Genauso schnell den Einstieg, den der Hans Meyer hat, habe ich hier eben auch als Mitarbeiter. Ich sehe beispielsweise hier, ob eventuelle Genehmigungsprozesse noch ausstehen durch den Vorgesetzten. Auch ich bin, egal in welcher Rolle, ich bin immer tagaktuell informiert über das, was gerade ansteht. Ja, Spesenabrechnung sehe ich da, und da ganz links ist auch noch ein ganz umfangreiches Menü. Richtig. Zeiterfassung. Richtig. Kontakte, Schriftwechsel, Berichte, auf die ich Zugriff habe. Und das alles, obwohl ich überhaupt gar kein echter ERP-User bin. Ne? Genau, und was wir hier sehr schön sehen, bei dem Hans Meyer eben war ja ein vollumfängliches Menü mit einer Kopfzeile unter dem Suchfeld. Das habe ich hier einfach nicht, weil meine Rolle das nicht hier gibt. Da möchte ich jetzt lieber wieder Hans Meyer sein. Okay, dann wechseln wir wieder zu Hans Meyer.
Und der Hans Meyer, dieses Menü, der kann sich das aber auch selber einrichten. Ne? Er kann sich also Dinge dazu holen oder wieder rausnehmen. Genau. Und vielleicht sollten wir einmal ganz kurz das Menü jetzt vorstellen, weil wir sind ja im ERP-System. Wobei wir jetzt hier in diesem ERP-System sehr die Finanzsicht haben. Ne? Richtig. Richtig. Also wenn wir einen ersten Blick wagen, dann sehe ich ja hier als Finanzchef zum Beispiel, möchte ich mir über meine Unternehmensstruktur schnell einen Überblick verschaffen. Das heißt also, ich möchte vielleicht auch von der einen Gesellschaft in die andere springen können, um dort entsprechend auszuwählen. Das habe ich hier unten sehr einfach über den Tochtergesellschaftsnavigator, wie es heißt. Das heißt also, ich kann jetzt hier auf irgendeine der Töchter klicken und mein gesamtes Dashboard würde sich halt entsprechend dieser Tochter ausrichten. Darüber hinaus, oben im Menü haben wir jetzt Aktivitäten. Genau, das heißt, ich kann hier Aktivitäten einstellen. Aktivitäten können natürlich alles sein. Das können aus CRM-Sicht auch Telefonate sein, Erinnerungen, Wiedervorlagen oder ähnliches. Faktura. Genau, die Faktura. Das heißt, ich kann hier sehen, was muss fakturiert werden, wie ist der aktuelle Rechnungsstand und ähnliches. Also jeder dieser Menüpunkte beinhaltet sowohl die Funktion als auch die Berichte über diese Funktion. Okay. Ja, und da sehen wir jetzt auch noch die ganz anderen Punkte, ne? Neben Faktura, Kunden, die Erlöse, Lieferantensicht, Entgelt- und Personalwesen. Ich habe Zugriff auf meine Finanzen, auf meine Berichte, habe einen Analytics-Bereich. Und ich habe hier auch, da sollten wir gleich nochmal tiefer darauf eingehen, ich habe hier auch das Projektportfolio, weil die Lösung hier, die erlaubt mir auch, Projekte zu managen, Projekte zu kontrollen und das ist ja auch eine der Stärken. Genau. Das ganze Dashboard kann ich an meine eigenen Bedürfnisse anpassen. Ich sehe hier oben den Punkt Layout. Richtig. Und darüber nehme ich dann Änderungen am Layout vor. Ich kann das auch nochmal personalisieren. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, das auf meine persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Total einfach. Vielleicht auch, dass da nicht Balance Sheet steht, sondern BWA. Oder ja, wir haben ja hier in unserem Demo-Mandat so ein international ausgerichtetes Unternehmen. Deswegen mal ein bisschen Deutsch. Aber wenn Hans Meyer jetzt Angelsachse wäre, was der Nachname nicht vermuten lässt, dann könnte er jetzt auch sofort hingehen und einfach seine Sprache umstellen und sagen, ich hätte das ganze Menü auf Englisch. Richtig. Oder in einer beliebigen anderen Sprache. Genau. Dann lass uns doch mal hingucken, weil NetSuite ist ja mehr als eine Finanzbuchhaltung. Haben wir eben schon gesehen. Vielleicht switchen wir einmal zum Einkaufsleiter, dass wir so ein bisschen Zugang zur Warenwirtschaft finden. Genau. Sieht da ein ganz anderes Menü. Ein ganz anderes Menü, ein Dashboard. Die Gemeinsamkeit ist geblieben, aber mit anderen Inhalten, eben der Rolle entsprechend. Und wenn ich jetzt hier gucke, plötzlich habe ich den Zugriff auf Versand, auf den Wareneingang, auf meine Bestände, Berichte und so weiter. Also die Sicht, die der Einkaufsleiter einnimmt. Und natürlich gibt es dann auch wieder Sichten für die Mitarbeiter im Einkauf. Richtig, genau. Gegebenenfalls auch reduziert auf Standorte oder auf Produktkategorien, je nachdem, wie das System eingestellt ist. Lässt sich das so schön aufteilen, wer was bearbeiten darf, wer was sehen darf. Und dann auch entsprechend sind die Berichte und die Menüs dazu konfiguriert. Genau. Wobei wir haben ja einmal vordefinierte Benutzer und dann kann ich mir die auch individuell nochmal anlegen. Genau, ich kann das an meine Mitarbeiterin einfach ausrollen. Ganz rechts sehe ich jetzt sogar, wir haben also nicht nur diese warenwirtschaftlichen Themen hier bei dem Kollegen, wir haben auch einen Kundendienst. Kundendienst steht wofür? Der Kundendienst, ich kann da einfach mal drauf schauen, er bietet mir die Möglichkeit, über das Kundenportal meine Kunden mit anzubinden. Das heißt, in NetSuite ist ein Kundenportal integriert. Richtig. Und es ist neben dem Kundenportal sogar noch eine Community, also beim Kundendienst interagiert der Kunde ja mit mir oder er ruft seine persönliche Rechnung raus. Und das Community-Portal, da können die Kunden miteinander kommunizieren. Das ist richtig. Und sie können auch gegebenenfalls Ideen austauschen, Anregungen geben und ähnliche Dinge. Genau, Sweet Answers und Sweet Ideas. Okay.
ist dann mit integriert, muss man sich natürlich freischalten lassen, je nachdem, was ich lizenziert habe. Dann würde ich sagen, wir haben eben gesehen beim CFO, dass es auch noch einen Projektmanager gibt. Ja, die schauen wir uns gerne mal im Detail an. Ja. Der Projektmanager Marco Carsten, der jetzt hier angemeldet ist, hat auch dasselbe Spiel. Er hat ein Dashboard, er hat seine Rolle bezogen, das Menü, was er benötigt, aber er hat natürlich eine ganz andere Aussage, eine ganz andere Detailtiefe in seinen Aussagen. Er schaut hier auf die Projekte, auf seine Projekte, sieht den Fortschritt. Das heißt, ich habe hier das Projektcontrolling, den Projektfortschritt, ich habe eventuell Meilensteine mit ihren Ausprägungen. All das kann ich sofort hier auf einen Blick sehen. Dann der arme Kerl, der managt hier 54 Projekte. Das ist natürlich, ich sag mal, schon ein ganz großes Kino. Da braucht man schon IPMA Level A dafür. Aber es geht uns ja jetzt im Moment nicht so sehr darum, das ist ja ein Demo-Mandant. Genau. Ich habe hier den Absprung auch. Ich kann jetzt in das einzelne Projekt reinspringen, kann mir Detailinformationen dazu holen. Oder wenn ich auch im Gespräch mit Kollegen bin, kann ich direkt schauen, was die machen. Und wenn jetzt ein anderer Mitarbeiter an einer anderen Stelle was an diesem Projekt macht, dann würde sich natürlich auch bei mir das entsprechend ändern. Also das passiert nicht mal einmal am Tag, sondern die Daten sind dann immer gleich live. Genau. Das ist, also einen Projektmanager gibt es auch, Kundendienst gab es, Einkauf, Verkauf haben wir, wir haben den Bereich Finanzen, Verkaufen ist ja auch immer ganz wichtig. Ne? Können wir jetzt entweder einen Außendienstler oder den Verkaufsleiter mal nehmen? Wir nehmen gerne mal den Verkaufsleiter. Ja. Also Thomas Schmidt ist das, ne? Ja, genau. Und auch der hat natürlich, wie alle anderen auch, sein Dashboard, seine Erinnerungen oben links stehen. Ja. Und hat hier im Gegensatz zu dem Projektleiter natürlich eine ganz andere Sicht aufs Unternehmen, sieht hier, wo stehen wir im Moment, und sein Menü gibt natürlich auch uns Auskunft darüber, wie steht es zum Beispiel in den Verkaufschancen, die ich habe, welche Beziehungen existieren da. Ich kann mir Berichte aufrufen lassen, wie viele Leads haben wir, woraus gewonnen und ähnliches. Das heißt, das gesamte Sales Controlling findet hier statt. Das heißt, ich habe eine Pipeline, ich habe Reporting über getätigte oder geplante Verkäufe, Abschlusstermine, Volumina. Ich kann natürlich auch konfigurieren, wenn eine Verkaufschance in welcher Stufe ist, mit wie viel Prozent sie zum Beispiel Wahrscheinlichkeit sie jetzt in den geplanten Umsatz einläuft und ähnliche Dinge. Ja, dann würde ich sagen, last but not least, für Hausfrauen und Vorstände, der CEO, der Geschäftsführer. Ja, den holen wir uns jetzt auch nochmal dazu. Wo ist er denn? Da ist er. Damit hätten wir dann eigentlich anfangen können, weil da sieht man jetzt plötzlich gleich alles, ne? Genau, der hat den noch umfänglicheren Überblick als der CFO. Ja. Der schaut nochmal aus der etwas höher gelegenen Sicht aufs Unternehmen und hat hier Möglichkeiten, auf alles zuzugreifen. Also links sehen wir Verkauf und Marketing, wir sehen den Finanzbereich, den Personalbereich, die Analytics, wir sehen Metriken, wir haben hier ganz andere Kennzahlen wieder angeboten. Mich macht das immer ganz nervös, wenn die Umsätze so zurückgehen, aber es liegt daran, der aktuelle Monat enthält keine Umsätze. Wenn wir was sehen wollen, müssen wir vielleicht einmal in den Vormonat gehen oder in die letzte Periode. Ich gehe mal hier auf die Forderung des Vormonats. Ja. Dann habe ich immer die Möglichkeit, durch den Klick auf die jeweilige Zahl in die nächste Detailstufe zu kommen. Das heißt, also ich sehe jetzt hier den Forderungsüberblick. Und wenn mir das an Informationen immer noch nicht reicht, dann kann ich halt hier auf den entsprechenden Wert gehen und kann mich runterklicken, Detailstufe um Detailstufe, bis auf den Beleg. Okay. Ja, das kann ich überall machen. Ne? Das kann ich bei Aufträgen machen, das kann ich in Rechnungen machen. Also wenn ich sozusagen Rechnungsausgang, Gesamtsumme sehe, dann kann ich sagen, zeig mir die mal an für diesen Monat. Genau. Und dann zeige ich mir die Liste dazu an. Gehe ich in einen einzelnen Punkt, dann sehe ich die Rechnungsposition an. Gehe ich in die Rechnungsposition, sehe ich den Beleg dazu. Genau. Ja. Und das Schöne ist, das greift alles ineinander. Ne? Also wenn jetzt sich irgendwo ein Artikel von Lager A nach B bewegt, wird das hier entsprechend auch buchhalterisch berücksichtigt. Richtig. Ich habe eine ganz starke Prozessorientierung. Ja.
Und was mir bei Oracle auch gefällt, das sieht man natürlich im Menü nicht, ich habe eine ganz hohe Möglichkeit, das zu automatisieren. Also wenn da zum Beispiel jetzt ein Handel mit dahinter hängt, wo auch sehr viel eben über Scanner und digital abläuft. Ja, ich habe heute Morgen gerade einen Kühlschrank geliefert gekriegt. So, und wenn der da dann so den Kühlschrank einscannt und sagt, den hat der Forke jetzt gekriegt, den hat jetzt unterschrieben, ja, dann wird da drin stehen zugestellt und dann wird Rechnungsversand. Wird die Rechnung versendet. Genau. Ja, ich glaube, die haben das Geld schon, aber okay. Kommt ja immer darauf an, wie ich mein Geschäft mache und wie ich daran gehe. Auch solche Quellen wie PayPal und so weiter lassen sich vollautomatisch, Bank lässt sich alles vollautomatisch integrieren. Ja, ne? ja, genau. Ja. Ein spannendes Konzept. Ich finde das sehr intuitiv. Ja? Und ich hoffe, wir setzen uns demnächst mal wieder zusammen und steigen dann vielleicht in die eine oder andere Rolle oder in die eine oder andere Branche mal ein bisschen tiefer ein, dass wir uns mal E-Commerce-Handel vor allen Dingen auch mal anschauen, dass wir uns die einzelnen Rollen nochmal anschauen. Gerne. Freue ich mich drauf. Okay. Danke dir. Danke dir auch. Zurück zu Inga. Ciao. Vielen Dank, Tom, und vielen Dank, Dirk. Wenn du mehr über Oracle NetSuite erfahren möchtest oder Fragen hast, dann komm doch gerne auf uns zu. Unsere Kontaktdaten findest du wie immer unten in der Beschreibung zum Video und da findest du natürlich auch den Link zu unserer Oracle NetSuite Landingpage. Bis bald!